Moinsi, ihr schaut MoFun VR, ich bin Montensen und willkommen im August. Und nicht nur das, jetzt gibt es in diesem Video alle PlayStation VR 2 Releases. Ihr kennt das schon, ich mache jeden Monat so ein Video. Es sind natürlich nur die Infos, die wir zu diesem Zeitpunkt haben. Ich habe auch extra bis zum Schluss gewartet. Und es kann gut sein, dass was dazukommt, dass auch was davon weggeht. Ja, das habe es auch schon gegeben, nicht das erste Mal. Und deswegen ist dieses Video dynamisch. Das Video selber kann ich natürlich nicht ändern, aber ich werde unter diesem Video eine Liste machen von allen Spielen, die ich vorstelle, und die werde ich ergänzen. Sobald es neue Infos gibt, die dazukommen, die interessant sind, Spiele, die verschwinden oder neu erscheinen im August, werde ich das in diese Liste eintragen. Ihr könnt also immer wieder zu diesem Video zurückkommen und nachgucken, was im August für eure PlayStation VR 2 so rauskommt. Und jetzt legen wir einfach mal los. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Tatsächlich gibt es etwas Interessantes allerdings für PlayStation VR 1 Besitzer. Das wirklich fantastische Dreams kommt nämlich als PlayStation Plus Titel, also kostenlos für PlayStation Plus Mitglieder, im August raus. Das könnt ihr ab dem 1. August dann haben, und leider ist ja da die Entwicklung mehr oder weniger eingestellt. Also es unterstützt zwar die PlayStation VR 1 und auch mit der dynamischen Auflösung auf der PlayStation 5 hat man einen Benefit davon. Die PlayStation VR 2 wird allerdings keine Version mehr bekommen, was echt schade ist. Aber PlayStation VR 1 Besitzer können sich da noch dumm und dusselig verabenteuern, denn das Ding ist wirklich, wirklich großartig. Guckt euch mal diese Tron Experience zum Beispiel an. Einfach nur Wahnsinn. Letzten Monat war es angekündigt, ist dann aber verschoben worden auf den 4.8. Ich rede von VR Skater. Das ist jetzt schon eine Weile hier im Gespräch. Der offizielle Termin stammt vom Publisher. Interessant ist, dass in den Einträgen im PlayStation Store einfach nur 2023 steht. Ich hoffe, das hat nicht zu bedeuten, dass auch dieser Termin noch wackelt. Ansonsten freue ich mich aber, endlich in VR rumskaten, wie der gute alte Tony Hawks. Das ist ziemlich geil, das konnte ich mir schon letztens auf der Pico angucken mit dem VR Skater SL, das ist die Mobile-Version. Ja, das ganze Handling ist da ähnlich, könnt ihr auch gerne nochmal ins Video gucken. Auf der PlayStation VR 2 kriegen wir dann die große Version, wo wir wirklich draußen in fetzigen Landschaften rumskaten und allerlei Tricks machen können. Ist ein schönes Ding, ich freue mich drauf und ich bin wirklich sehr gespannt, was das übrigens deutsche Entwicklerteam da auf der PlayStation VR 2 dann mit veranstaltet. Es gibt auch eine kleine Überraschung. Am 11.8. kommt House Flipper raus, allerdings nicht für die PlayStation VR 2, sondern tatsächlich für die gute alte PlayStation VR 1. Ja. Träumen Sie manchmal davon, ein Ein-Personen-Renovierungsteam zu sein? Haben Sie sich gefragt, wie es sich anfühlt, ein vernachlässigtes Haus zu kaufen und notwendige Renovierungen durchzuführen, um sein volles Potenzial freizulegen? House Flipper VR ist ein Simulationsspiel, das Ihnen die einzigartige Chance gibt, dieses selbst zu erleben. Das lasst mal auf euch wirken. Das ist das, was die PlayStation VR 1 Besitzer am 11.8. dann ausprobieren dürfen. Ist doch aber nett, dass da auch noch mal ein paar Titel kommen. Übrigens ist auch The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 nicht vom Tisch für die PlayStation VR 2. Ja, das soll immer noch kommen. Dafür gibt es aber leider keinen konkreten Termin, wollte ich nur mal erwähnen. Am 21.8. kommt dann etwas für alle Horrorfans. Nein, nicht der komplette Titel, aber vielleicht erinnert ihr euch noch, es ist angekündigt, dass zu Madison VR neues Gameplay-Material gezeigt wird. Ja, ich hab's mal hier mit drin, ist natürlich keine echte Release, aber eine echte Release, und das hat ziemlich lange auf sich warten lassen, ist Firewall Ultra. Ich glaube, jeder von uns hat damit gerechnet, dass es zum Launch der PlayStation VR 2 rauskommt, aber die Jungs haben sich da eine Menge Zeit gelassen. Jetzt soll es dann aber endlich kommen. Und, wir wissen ja schon einiges darüber, das ist jetzt auf der Unreal Engine 5 und wird sehr viel auch mit Taschenlampen und Licht machen. Das ist ganz interessant. Natürlich haben wir jetzt keinen fantastischen Aim-Controller mehr, also da muss es auch erstmal zeigen, ob es sich mittlerweile auf der PlayStation VR 2, und da haben wir schon schöne Titel wie zum Beispiel Pavlov und so, auch noch behaupten kann. Ja? Wir werden all unsere alten Maps wieder treffen. Ich hoffe auch genügend neue. Und was ich besonders interessant finde, es wird auch einen neuen Modus, in dem man halt gegen NPCs kämpfen kann, im Koop, zu viert und so weiter. Ja? Das ist eine Geschichte, die ich auch ganz interessant finde. Ich erwarte jetzt da keinen tiefen Story-Gameplay, aber vielleicht ein paar interessante Missionen. Von den Spielmodi her habe ich die gesamte Laufzeit von Firewall gewartet, dass mal was anderes kommt als der eigentliche Modus. Ein Respawn-Modus oder sowas, aber das ist halt nie passiert, ja, tatsächlich. Und deswegen erwarte ich da auch unseren guten alten Taktik-Mode. Ihr könnt das jetzt alles schon vorbestellen. Ich bin neugierig drauf, allerdings bin ich zu der Zeit im Urlaub. Also ich weiß nicht, ob ich schon vorher eine Version kriegen werde zum Testen. Ich hoffe es, aber ansonsten gucke ich mir das dann an, wenn ich wieder da bin. Das Gegenprogramm zu Firewall
Firewall Ultra. Also Firewall Ultra ist ja eher so ein Multiplayer mit ein bisschen Koop-Action, ist dann Crossfire Sierra Squad. Darauf bin ich tatsächlich ganz schön scharf. Technisch dürfte das überzeugen. Die Trailer sehen ziemlich gut aus. Es benutzt auch Forward Rendering. Und das ist ein ganz klassischer First-Person-Story-Shooter. Ja? In 13 Hauptmissionen ballert ihr euch da durch die Kampagne. Dann gibt es noch 50 Missionen, die ihr solo oder zu zweit spielen könnt, was ich ziemlich cool finde. Ja? Zu zweit dürfte ganz schön Spaß machen. Erinnert ihr euch noch an Farpoint, den Koop-Mode zu zweit? Das war richtig genial. Wenn wir sowas kriegen könnten in so einem Military-Shooter-Style, das wäre auch sehr, sehr nice. Und dann gibt es noch zusätzlichen Horde-Modus. Den kann man sogar mit 4 Spielern im Koop spielen. Das erinnert so ein bisschen an das gute Arizona Sunshine. Ja, da konnte man ja zu zweit die Story und zu 4 den Horde-Modus spielen. Freue ich mich sehr. Ihr werdet 39 Waffen zur Verfügung haben, darunter auch Pistolen, Gewehre und Waffen mit explosiver Wirkung. Und ihr bekommt es mit 17 Gegnertypen, die ihr auf kreative Weise ausschalten könntet, zu tun. Sehr schön. Sowie Drohnen, Bossen und schwer gepanzerten Fahrzeugen, die alle nur ein Ziel haben, euch den Chaos zu machen. Sehr schönes Ding. Da bin ich neugierig drauf. Wir haben auch schon einen Preistag. Es wird $29,99 kosten. Ich schätze mal, das sind dann bei uns einfach 30 €. Und da habe ich Bock drauf. Ich glaube, 2 Tage nachdem es rauskommt, bin ich dann auch wieder zu Hause und kann das sofort mal antesten. Falls ihr darauf warten wollt, müsst ihr nicht lange warten. So, und ein Titel, der wahrscheinlich auch für mich Schisser nicht so heiß erwartet ist, aber für viele Leute da draußen eine Menge Spaß bedeutet, ist Phasmophobia. Die PlayStation VR 2 Version ist einfach nur für August angekündigt und hat noch keinen konkreten Termin. Der wird sich dann aber, schätze ich mal, im August jetzt ergeben und den werde ich dann zum Beispiel da eintragen. Genau, so läuft das nämlich. So, und dann, das ist auch kein richtiger Release, aber C-Smash VRS bekommt endlich den DLC mit einem Koop-Modus. Das heißt, man kann dann auch doppelt spielen, ja, also 2 gegen 2 etc. Oder einfach nur zu zweit gegen den Computer. Macht auf jeden Fall im Koop natürlich immer mehr Spaß, wie wir alle wissen, und da freue ich mich auch drauf. Das könnte die ganze Erfahrung mit dem schönen Tennis da ein bisschen nach vorne bringen. Der Rest der Titel, die ich hier noch auf dem Zettel habe, das sind jetzt Maybe-Kandidaten. Ja? Denn tatsächlich ist mittlerweile für eine zeitnahe Release unser gutes Racket Fury Table Tennis. Das kennen wir schon von der PlayStation VR 1 angekündigt. Ja, freuen wir uns alle, dass das jetzt auch auf der PlayStation VR 2 erscheinen wird. Bisher haben wir dann nämlich da noch kein weiteres Tischtennis-Spiel. Aber Racket Fury hat auch gut abgeliefert. Das hat auch einen Online-Modus, also man kann gegeneinander spielen, aber auch gegen Roboter. Tatsächlich, man spielt da gegen Computergegner. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Isabella hat das damals durchgespielt auf der PlayStation VR 1. Ja? Die hat das richtig gesuchtet, bis sie den Endboss da erledigt hat. Mal sehen, ob sie es diesmal auf der PSVR 2 auch nochmal macht. Ist ein schönes Ding, freue ich mich, und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt im August kommt, ist halt sehr hoch. Genauso wie Ultra Wings 2. Auch das wurde jetzt für sehr zeitnah angekündigt. Könnte auch noch im August hier bei uns landen und ist natürlich ein sehr netter Flugsimulator. Und dann gibt es noch einen Titel, der auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, im August hier anzukommen, nämlich Pneumata. Ist auch eher so ein Horrortitel, der auch so leichte First-Person-Shooter-Ansätze hat und ziemlich gut aussieht. Auch von Perp Games, die selben Publisher wie bei VS Gator und Madison VR. Könnte passieren, ist aber ohne Gewähr. Alright, das war's auch schon hier in aller Kürze. Ich finde, das sieht doch ganz gut aus. Ja, ist ein bisschen was für alle Sportfreaks mit VS Gator dabei. Und diesen Monat dann auch wirklich viel, und ich hoffe, echt hochwertige First-Person-Shooter-Kost. Ich würde mich auch freuen, wenn überraschenderweise Firewall dann mit dem neuen PlayStation VR 2 Aim-Controller gebundelt ist. Nee, nur Spaß. Sowas gibt es offiziell leider nicht und ich fürchte auch in Zukunft erstmal nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, denkt ans Däumchen und das Abo. Ich bin erstmal raus. Bis Dance Mutansen Mo von VR. Immer für euch da. Macht euch einen schönen August. Der Beste ist Mo, Tensen, Mo von VR. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo.
Der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo Fun VR.